Heute eine erste Botschaft, Dinge, die mich beschäftigen im Alltag. Kaffee mit Martin heißt ja immer Dinge, mit denen ich unterwegs bin. Dinge, in denen ich Gott und Menschen erlebe. Heute die Rolle des Heiligen Geistes in meinem Leben. Es ist interessant, wie der Heilige Geist ja bereits im Alten Testament wirkte, aber dieser Zugang, dass er in uns lebt, der war natürlich erst gegeben, nachdem Jesus nach seinem Tod, seiner Auferstehung, am Pfingsten quasi als ersten Tag, uns diesen Zugang zu sich durch den Heiligen Geist geschaffen hat. Und ich denke, dass die größte Herausforderung ist, dass wir häufig gar nicht mit dem Heiligen Geist rechnen. Das heißt, wir glauben, dass er nebulös da ist, wir glauben, dass die Zusage theologisch stimmt, dass die Bibel davon spricht, aber wir haben ganz wenig Berührung mit diesem Geist im Alltag drin. Und eigentlich wäre die Idee, so wie ich sie verstehe aus der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist richtig proaktiv in mein Leben eingreift. Und da gibt es unterschiedliche Bibelstellen. Ich möchte heute nur eine mit euch betrachten. Johannes 16, die Verse 8 bis 11. Da heißt es, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Die Welt sind wir Menschen. Er wird uns überführen, das heißt, er wird uns hinführen zu einer Quelle des Lebens, zu einer anderen Betrachtungsart. Er wird uns überführen von dem Mangel und Fehlerhaftigkeit unserer menschlichen Wege. Er schreibt hier, der Autor Johannes, er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde. Das heißt, alles Gotttrennende. Da ist jetzt nicht zu viel Essen gemeint oder Ehebruch, sondern alles, was uns von dieser Beziehung zum Heiligen Geist trennen könnte oder zu Jesus durch den Heiligen Geist, das wird er uns zeigen, uns die Augen öffnen. Wozu? Damit wir damit umgehen können. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Gerechtigkeit. Ja? Also die Gerechtigkeit auf der einen Seite, dass wir das Heil, die Einheit, den Zugang zu Gott nicht verdient haben, aber dann auswirken davon auch, dass wir Gottes Herz in die Welt hinaustragen. Und er wird den Menschen die Augen öffnen über das Gericht. Und da hört man dann zuerst, da kommen wir von den Richtern und werden bestraft und kommen ins Gefängnis oder weiß ich wohin. Aber das Gericht ist eigentlich, dass Satan keine Macht mehr hat in unserem Leben. Das heißt, das Wiedergöttliche verliert durch den Heiligen Geist in unserem Leben seine Kraft. Und wir sind dem Wiedergöttlichen, dem Schlechten für andere Menschen, die es so nennen, nicht mehr ausgeliefert. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Mit anderen Worten, es ist dieser Heilige Geist, der mir Perspektive im Alltag gibt. Perspektive in meiner Familie, in meiner Ehe, eben nicht meine Gefühlswege zu suchen, sondern offen zu sein für ihn. Es ist der Heilige Geist, der mich führt mit meinen Arbeitskollegen, der mich in der Gemeinde führt, im Umgang mit den Geschehnissen in der Öffentlichkeit. Ich muss keine plakativen Verurteilungen aussprechen. Ich muss keine Angst haben, dass er ein Feind ist, der stärker ist als Jesus in mir, der durch den Geist Gottes in mir wohnt. Ich werde wie gelöst von den Kräften dieser Welt, um Jesus Christus Raum zu geben. Und ich wünsche dir in dieser Woche ein Bewusstsein seiner Gegenwart, auch das persönliche Gespräch, dass du sagst, Heiliger Geist, sprich zu mir. Heiliger Geist, komm in diese Situation. Heiliger Geist, zeig mir die Absichten des Vaters im Himmel. Heiliger Geist, gib mir Perspektive. Heiliger Geist, zeig mir, wie Jesus zu mir steht. Heiliger Geist, sei du mit einbezogen in meinen Alltag
und nicht nur ein Date am Sonntag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine kraftvolle Woche.